Es ist gerade kurz nach 6. Wir sind jetzt hier am Sportplatz angekommen von Koh Samui. Martin läuft da vorne schon irgendwo. Ich drücke heute nochmal so auf die Pause-Taste. Ich laufe jetzt gleich nur so ein bisschen, weil ich halt einen Husten habe. Ich will das einfach jetzt nur nicht zu überreizen. Ja, und dann mal gucken, was wir heute noch so machen. Da überquert doch glatt ein anderer hier den Weg. Seht ihr ihn? An dem Baum. Ich weiß nicht, vielleicht kommt er jetzt gleich nochmal nach vorne. Ah, verdammt. Die haben wir bei uns an der Unterkunft auch ganz viele von diesen Eichhörnchen. Ja, Martin schon bei seiner zweiten Runde. Ich auch, aber ich schwäche ein bisschen. Deswegen kann ich euch hier nochmal den Park zeigen. Nochmal so ein bisschen. Hier, das ist wohl komplett rundherum die Wasserreserve von Koh Samui. Sieht momentan ein bisschen sehr trist aus. Weil hier hat es auch seit Monaten nicht mehr richtig geregnet, eigentlich wie bei uns im Chaco. Sportübung für mich hier. Genau, das kann Martin am besten als Gewicht dienen. Ja, das ist gut. Also kenne ich dich. Hier, das ist jetzt der Sportplatz oder der Sportbereich mit jede Menge Geräte, die zur freien Nutzung zur Verfügung stehen. Finde ich eigentlich sehr cool. Und hier wird es auch nicht zerstört, das ist noch besser. Und vor allem, es steht halt wirklich jedem zur Verfügung. Jeder kann hinkommen und hier umsonst Sport machen. Und für die Kurzen ins Auge sorgt. Oh, das ist Schaukel, da muss ich auch gleich drauf. Und das ist auch noch so ein Gerät, damit kam ich früher nämlich super klar. Heutzutage nicht mehr ansatzweise hier mit dem Hangeln. Aber ich versuche das gleich mal. Aber ich bin halt mega schlappi, aber das weiß ich ja. Ja, und da ist halt wieder die Laufbahn. Und hier der Rundweg. Martin hat mich ablosen sehen, jetzt muss er natürlich auch dran. Ich schaff das. Das schaffst du doch. Ja, Ende des Urlaubs. Vielleicht, wenn meine Schulter auch nicht mehr ganz so weh tut. Habt ihr den Bauch gesehen? Auch der Bauch ist dann zum Ende des Urlaubs weg. Wäre schön. Wäre cool. Wenn wir beide mal wieder ein bisschen fitter wären. Ja, ich muss damit meine Schulter aufpassen. Aber wir machen eine andere Übung. Hier müsst ihr echt aufpassen, dass ihr keinen Spagat macht. Unbeabsichtigt. Das wäre nämlich nicht so witzig. Selbstmassagestation. Keine Ahnung, ob er das richtig benutzt, das Teil. Könnt ihr mal reinschreiben. Genau. Wer es weiß, gerne mal reinschreiben. Unsere letzte Runde neigt sich jetzt dem Ende zu. Da vorne haben wir ja unsere Roller geparkt. Ist leider eine Woche später geworden, als wir vorhatten, mit dem Sport loszulegen. Ihr habt ja sicherlich das Taekwondo-Trainingsvideo gesehen, wo ich so kräftig abgelost hatte. Und da habe ich ja gesagt, den Thailand-Urlaub werde ich dazu nutzen, ins Training zu kommen und dann bei der Rückkehr besser abzuschneiden. Jetzt haben wir schon an so einem Thai-Box-Studio mal geguckt und haben auch gesehen, okay, die Jungs sind auch noch in einer ganz anderen Form als ich. Und dementsprechend werden wir jetzt die ersten 2, 3, 4 Wochen mit so Training irgendwie Geräte, Joggen,
verbringen, um mich einigermaßen in Form zu bringen. Und dann schauen wir mal, was in so einer Thai-Box-Bude los ist. Werden wir euch natürlich auch mitnehmen, wenn ich da mal zum Training gehe oder mich da verprügeln lassen werde. Ja, Sarah hat sich auch Sarah hat sich auch tapfer geschlagen. Und jetzt würde ich sagen, wartet unsere Frühstückssuppe auf uns. Ja. Mal gucken, was es gleich so gibt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich über meinen tierischen Muskelkater berichte. Also heute Nachmittag wahrscheinlich. Müssen wir noch irgendwas machen. Ja, irgendwas machen wir heute noch, ja. Bestimmt. Wir mit unseren tollen Helmen sind jetzt auf dem Weg zum, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Overlapstone. Overlapstone, also genau, schreibt euch ins Video und auch unten in die Videobeschreibung, wie das genau heißt. Wir haben jetzt kein Internet, wir müssen mal gucken. Die dritte links. Und jetzt gleich ist eh zu laut zu quatschen. Also mal gucken, ob und wann wir ankommen. Overlapstone. Ja, steht ja sogar dran. Gucken wir mal, ob das so steil ist, wie sie gesagt haben. Wir fahren nur zum zweiten, nicht zum ersten. Oh. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Gas geben. Oh je. Soll ich laufen? Nee, bleib mal drauf. Der kommt, der will. Ja, Leute, jetzt geht's. Jetzt hat er das aber geschafft. Ui. War ein bisschen knapp. Einmal wurde er doch schon ein bisschen müde. Ich musste einmal hier die Kamera durchschütteln. Alter. Oh. Ist natürlich auch so eine Sache. Oh. Ist ein bisschen so eine Sache, wenn man zu weit da links kommt. Ja, da muss man. Stehen. Warum? Dann verliert man die Sarah so halb. Ich laufe das Stück. Nein, Doch. jetzt bleibt da drauf sitzen. Setz dich drauf. Nein, Schatz. Nein. Ich laufe das Stück. Was hast du mehr Sicht? Oh jo, geil. Ohne dich war der viel motivierter. Ach echt? Ja. Hier könnt ihr frei parken. Und hier geht es jetzt noch 6 Meter hoch. Ja. Oder einfach so wie der Kollege hier, einfach mitten auf der Straße. Stand dabei. Ich glaube, von da oben wird auch kein Auto runterkommen. Also passt schon. Ja, hier ist schon steil. Ja. Ja, jetzt hat es das waren 400 Meter. Da kannst du mit Ding ins packen. Ach, das kommt nicht rüber. Ja, geh mal kurz vor, vielleicht. Ne, das wirkt gar nicht. Na, ist relativ steil. Was ist das denn für eine geile Pflanze? Die könnte ja fast aus dem Chaco-Busch sein. Ja, die wird da gut reinpassen mit den Stacheln. Musst du aufpassen beim ja, Treten. Die haben gesagt, festes Schuhwerk. Da habe ich irgendwie Ja, ich habe es mir schon gedacht. falsch gemacht. Aber hier mit diesen komischen Rasendingerstein hätte ich es nicht gedacht. Das sieht schon geil aus. Wie in Lost. Und guck mal für die Frieda. Hier die Blumen. Hier gibt es das Santa Ritas. Ich habe hier schon so einen. Ich glaube, das Schweinekraut haben wir auch irgendwo gesehen, oder? Keine Ahnung. Den Sobrilla-Baum, den gibt es hier. Wir sind jetzt hier schon den Weg hochgekommen. Hier rum. Jetzt haben wir hier mal eben kurz Verschnaufpause gemacht. Das ist schon anstrengend hier auch bei den Temperaturen. Ja, Moskitospray könnte auch nicht schaden und da geht es jetzt weiter hoch.
Und ja, das werden wir jetzt mal in Angriff nehmen. Oh ja, hier, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da wimmelt es schon von Moskitos. Ja, jetzt hier um die Steine rum sind wir jetzt oben angekommen. Und guckt euch das an. Sarah hat es geschafft, bisschen verschwitzt. Mit ihrem Jäckchen gegen Moskitos. Und wir sind oben und das sieht so aus, als wären wir hier alleine. Und jetzt guckt euch die Aussicht an. Ist doch schon mal die Aufstiegsqualen wert. Jetzt gucken wir mal. Auf jeden Fall hat sich hier einer die Mühe gemacht, so eine kleine Hütte gebaut. Ist jetzt ein bisschen dunkel alles. Gehen wir damit hell, dann sieht man mehr. Dann so ein bisschen Werbung hier für uns selbst machen, ja. Ja, hier muss man natürlich aufpassen. Geländer fehlt, also je nachdem, wie besoffen man hier oben ankommt. Ich sehe gerade, da kann man noch rüber gehen, ne? Ja. So, darüber. Und ja, Aussicht. Richtig geil. Oh, jetzt habe ich hier gerade an den Pfosten angepackt. Die sind auch alles Ameisen. Und ja, Sarah wird jetzt mal die Kamera übernehmen. Dann gehe ich mal auf die andere Seite. Und wenn ich zurückkomme, können wir hier erstmal ein bisschen schön Tee trinken. Ja, gib mal her. Ich werde mal hier. So, wir lassen Sarah jetzt noch ein bisschen hier alleine. Ja, ist ja schade, Sarah da jetzt nicht mit kann. Aber ich werde hier mal. Ja, hier Overlap 2. Da will ich jetzt hin. Ach so. Ah, ja, ja. Ja, dann muss ich doch vielleicht mal ein Portemonnaie mitnehmen. Wie stimmt das? Das soll ja hier irgendwo. Ja, 40 oder 20 Baht kosten. 20 dann. Wo steht das? Da. Ah ja, 20. Ja, da steht irgendwas von 20 Baht. Und jetzt wollen wir hier nochmal gucken. Vielleicht sitzt da einer und kassiert ab. Ich weiß es nicht. Man, ist ein ganz schön einsamer Job. Ne? Was sagt ihr dazu? Hättet ihr Bock auf so einen einsamen Job hier? So. Ich drehe euch mal wieder um hier. Eigentlich ist von hier aus die Aussicht schon geil. Und bis jetzt haben wir noch nichts bezahlt. Ich meine, da müsst ihr natürlich auch immer Vertrauen in solche Konstruktionen haben. Das ist natürlich immer so eine Sache. Und wie gesagt, das gute Schuhwerk ist natürlich wichtig. Ja, auf jeden Fall steht hier ein Roller. Hier scheint das doch schon irgendwie jemand zu sein. Aber ich sehe jetzt keinen. Ja, wenn man sich nicht ganz so ungeschickt anstellt, kann man vielleicht so hier hochfahren. Ah! Ja, er ruft schon. Hello. Ah, da ist es. Hello. One people, no one. One, yes. 70 baht. Thank you. No doubt. So, jetzt kann man wohl irgendwie hier lang laufen. Bin mal gespannt, dass das ja alles nur so hingeht. Ja, jetzt zieht den ganzen Tag alleine rum. Aber hier kommen ja wahrscheinlich auch noch Touristen. Das ist jetzt schon ein bisschen stabiler gemacht, hier aus Eisen, aber auch nur einseitig mit so einem Geländer. Ja, das wäre alles nichts für Sarah. Aber ich gucke hier mal. Auf jeden Fall eine geile Aussicht. Hier muss man natürlich auch aufpassen. Kleine Kinder, die fallen da so zwischendurch. Ja. Aber es ist wie in Paraguay. Die Sicherheitsvorschriften sind ein bisschen anders. Jo. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich glaube, da unten irgendwo waren wir auch schon mal am Strand. Ich weiß es gar nicht. Oder doch ein bisschen weiter links. Ich weiß es nicht. So gut habe ich es hier noch nicht mit der Orientierung. Ja, sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Jetzt gehen wir mal hier noch rüber auf die andere Seite. Gucken, was wir da noch so zu sehen kriegen. Ja, also falls ihr mal auf Koh Samui seid hier, kann man schnell machen. Man ist relativ schnell oben. Hier muss man natürlich seine Flipflops ein bisschen aufpassen, aber die haben noch guten Grip. Die sind noch fast neu. Ah, hier um die Ecke ist auch noch mal so eine Plattform mit einem großen Stein. Ja. Auch ein bisschen hier kann man auch so zwischendurch irgendwie. Ja, also passt ihr echt auf, wenn ihr drauf geht. Kann man nicht oft genug sagen. So, auch geil.
geile Aussicht. Ich weiß nicht, ob das so wie die Kamera mal rüberkommt. Ich kann euch nur empfehlen, macht mal Urlaub hier auf der Insel. Richtig schön viel Wald. Jo, dann sind wir wieder rückwärts. Es wäre interessanter, da hoch zu gehen. So. Ist alles stabil hier, würde ich sagen. Ja, hier ist jetzt der Meerblick verbaut, von den Bäumen zugewachsen. Jetzt gehen wir quasi einmal hier um diesen Verkaufsstand rum. Also der bietet da wohl auch Wasser oder sowas an. Ich habe gar nicht richtig geguckt, aber kalte Getränke könnt ihr bei dem auch kaufen. Jo. Und jetzt hier auf der anderen Seite, Sarah sitzt ja da unten und jetzt haben wir hier nochmal den Überblick und das Ganze. Jetzt müssen wir hier noch runter und natürlich ganz nach vorne. Auch hier ist das Geländer ziemlich niedrig, ja, ein bisschen über Kniehöhe und meine Knie sind ja nicht so hoch. Ja, ich weiß nicht, ob ich da unten jetzt noch drauf klettern muss. Ist ja die gleiche Aussicht und ich weiß ja nicht, wie lange Sarah da Langeweile hat. Jetzt habe ich gerade gesehen, ist da auch noch einer lang gelaufen. Also man könnte hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter latschen. Aber Sarah hat mich entdeckt. Ja. Ja, was sagt ihr zu der Aussicht? Schreibt mal unten in die Kommentare. Oder wart ihr vielleicht sogar schon mal hier? Kann ja auch sein. Dann auch das. Schreibt mal unten in die Kommentare, wenn ihr noch geile Tipps habt, wo wir hier auf Koh Samui hin sollten oder wo wir vielleicht auch sonst wo in Thailand unbedingt noch hin müssten. Dann schreibt es uns mal unten in die Kommentare. Noch sind wir eine Zeit lang hier und haben eventuell die Möglichkeit, das ein oder andere, was ihr uns da vorschlagt, noch zu machen. Deswegen, da wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns da noch mit Rat und Tat zur Seite stehen könntet. Weil so gut kennen wir uns ja jetzt ja auch nicht aus. Wir haben einen super Guide hier auf der Insel. Unseren netten, unbekannten Sponsor, der uns diese Reise ja auch quasi erst ermöglicht hat mit den anderen Sponsoren, die auch unbekannt bleiben wollen und ja auch die Leute, die sich zu Hause um unser Haus und unsere Hunde kümmern. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ihr habt es ermöglicht, dass ich jetzt hier gleich abrutschen kann. Also ich muss euch jetzt erst hier wieder anders positionieren, sonst wird das nichts, weil hier ist doch schon wieder ein bisschen steil. Ja. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall tropfe ich hier ganz schön. Aber das ist ja für mein Vorhaben, Kalorien zu verbrennen, ganz gut. Ja. Heute Morgen war ja die erste Sportrunde. Gucken, wann die nächste ist. So. Ja, wie gesagt, da könnt ihr noch alles Mögliche kaufen. Ihr habt da die Preise für Wasser und Bier und alles, was es hier gibt. Und dann könnt ihr die Sachen da kaufen. Und braucht nicht alles hier mit hochschleppen. Ja, also ist das schon eine Erleichterung, wenn man sich hier oben kaltes Wasser kaufen kann und nicht alles mit hochschleppen muss. Jetzt gucken wir mal da noch, was hier so steht. Auf jeden Fall haben sie ja hier ganz nett angelegt, den Garten so ein bisschen hergerichtet, bisschen mit Wege. Walking this way down. Ne, wir wollen ja gar nicht down. Also hier, wie gesagt, könnt ihr noch irgendwie woanders hin. Ja, da oben waren wir ja gerade schon. Und ich weiß nicht, ob der eine da vielleicht auch gar nicht mehr zugänglich ist. Sieht fast so aus, ja gut, da geht noch so ein Trampelpfad runter. Aber
schauen mal. Hier ist eigentlich zu, glaube ich, so wie mir das aussieht. Vielleicht bin ich da doch hier den falschen Weg gelaufen. Naja, keine Ahnung. Ja. Ja, ich würde sagen, wir trinken jetzt hier ein bisschen Tereré. Dann müssen wir schnell runter. Ich bin so zerstochen. Ah, okay, ne, wir können auch sofort runtergehen. Wenn du sagst, du bist zerstochen, gehen wir sofort runter. Richtig zerstochen. Ja, also Leute, hört auf Sarah, nehmt euch Moskitospray mit. Ich bin zum Glück nicht ganz so empfindlich, was Moskitos angeht, aber Ich habe leider noch eine Allergie. Sarah kriegt ja dann auch noch Fletsche riesen Fletschen und was weiß ich nicht alles so. Ich bin ja auch gut genug geschwitzt. Dann gehen wir jetzt wieder runter. Ja, ich bin nass, ja, das war Kletterei da. Ja, Und gehen wir wieder runter. Jetzt müssen wir, da werden wir auch die Kamera ausmachen, weil ich glaube, ich muss mich ein bisschen um Sarah kümmern beim Abstieg. Ich bin froh, dass sie überhaupt hier hoch geschafft hat. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns unten am Roller vielleicht nochmal als Fazit oder so. Also da oben war ich gerade. Da ist eine der Plattformen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier mit dem Handy erkennen kann. Und da hinter dem Stein, mit der Kamera, hinter dem Stein war ich auch. Ja, und das kennt ihr gerade schon vom Aufstieg. Wollte ich euch nur noch mal zeigen. Wir sind jetzt fast wieder unten angekommen und sind jetzt hier wieder an dieser Weggabelung. Und ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, wie man diese Karte da hier irgendwie interpretieren soll. Könnt ihr euch selber mal ausdenken. Aber ich denke mal, wir sind da diesen rechten Weg gegangen. Und hier ist dieser andere Weg, wo ich da gesagt habe, da steht irgendwie Down dran. Ja, da wird man dann wahrscheinlich hier runterkommen. Und da ist der Opa wahrscheinlich auch mit seinem Moped hochgekommen. Jo, wir gehen jetzt hier weiter abwärts. Unten angekommen. Jetzt kann sich Sarah hier mal ein bisschen was zu trinken gönnen. Ein bisschen Tereré. Da steht unser Moped. Ja, wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht, so gehalten und dann gedrückt. Wo es dahin geht, keine Ahnung. Habe ich aber jetzt auch keine Lust hier zu ergründen. Also wenn ihr mal hier seid, hier ist noch ein Weg, der so ein bisschen in den Busch führt. Könnt ihr mal rausfinden, wo es da noch hingeht. Vielleicht machen wir das nochmal. Wir sind ja noch länger hier. Aber wie ich Sarah kenne, die mag solche Moskito-Abenteuer nicht so sehr. Wir fahren jetzt hier gleich wieder runter. Sarah muss sich noch ein bisschen mit Mückenspray einbetten. Ja, gute Frage. Mit der Kamera würden wir das jetzt eh nicht reinkriegen. Also definitiv Mückenspray. Ich renne ja sonst immer mit langer Hose rum. Also ich bin ja auch gut gestochen worden. Also es ist hier die ganze Zeit so gewesen, als wenn da so eine schwarze Wolke um uns herum war. Sarah war froh, dass sie ihre Jacke mit hat. Und vorher schon ein bisschen eingesprüht war. Und vorher ein bisschen mit Moskitospray eingesprüht war. Das schlauerweise war die Spraydose natürlich hier unten im Roller. Aber wir werden uns jetzt noch ein bisschen einsprühen, weil Sarah möchte jetzt nicht auf dem Roller hinten drauf runterfahren. Ja, das ist halt ein Thema hier mit den Rollern. Ist so eine Sache, also wir haben auch schon gehört, dass hier manche Touristen so Roller kriegen, wo die Bremsen kaum funktionieren oder die kaum die Berge hochfahren. Also wenn ihr euch so einen Roller ausleiht, guckt euch den ganz genau an, kontrolliert, ob die Bremsen auch wirklich funktionieren, weil die Steigungen hier sind schon heftig und wenn ihr dann runterfahrt und die Bremse nicht funktioniert, ist das echt mies. Ihr habt gerade selber gesehen, wie schnell es gehen kann, dass man eventuell den Abhang runterfährt. Ja, Moskitospray haben wir jetzt drauf gemacht. Ich weiß nicht, hast du das mal einmal? Dann können wir vielleicht zeigen, weil das wurde ja irgendwie irgendwem hier empfohlen. Ich habe das in der Telegram-Gruppe gesehen. Ach, in der Facebook-Gruppe über Thailand. Genau, da machen wir jetzt mal hier ein bisschen, ist unbezahlte Werbung. Wir haben uns selbst gekauft, ja, wir sind nicht gesponsert. Also Sarah hat sich da schlau gemacht, weil sie ja das Problem generell hat. Und das wurde uns hier für Thailand empfohlen. Jetzt wollen wir hier erstmal die Tasche wieder zumachen. Und ich weiß auch, dass die deutschen Sprays bei uns in Paraguay auch nichts bringen, bis auf eins. Ja, irgendwie scheinen die Mücken immer irgendwie so lokal Bock auf das ein oder andere Duftzeug zu haben. Also was wir hier auch gesehen haben, dieses Orange, was bei uns in Paraguay gibt, gibt es hier auch. Stimmt, ja. Aber ihr könnt auch gerne nochmal unten drunter schreiben unter das Video, welche Erfahrungen habt ihr hier mit dem Mückenspray gemacht. Also bis jetzt ist Sarah, glaube ich, mit dem recht zufrieden. Das riecht auch relativ angenehm. Das riecht sehr angenehm. Nicht ganz so chemisch wie die anderen. Und ja, keine Ahnung. Ist auch nicht mit diesem Gas. Ich habe auch Zitronella mit. Das nehmen wir ja bei uns im Chaco. Es hilft da aber auch schon nur so bedingt und hier halt auch nur bedingt.
Ja, das ist halt... Wenn zu viel ist, dann bringt das auch nichts. Genau, aber ansonsten erstmal eine ganz gute Lösung, weil es auch ganz gut riecht, dieses Zitronella. So viel zum Mückenschutz. Wir müssen den Thermos jetzt leer machen, damit wir runterfahren können. Genau. Ne, ich habe ja gesagt, warte. Sorry. Jetzt habe ich seine Drehung nicht gefilmt. Wir sehen uns nachher unten. Ich habe ihm Anleitung gegeben, weil Männer neigen ja ein bisschen dazu, auf die Kacke zu hauen. Ich habe gesagt, ohne Gas und mit Bremse. Das ist echt heftig hier, wenn es wirklich nicht rüberkommt. Also ich finde es heftig. Und das ist mit meinem Gewicht auch noch dazu, ist mir das einfach zu unsicher. Dadurch, dass ich jetzt nicht so das Problem mit dem Laufen habe, stört mich das auch nicht. Genau, hier soll Overlaps Zone 1 sein. Ich weiß nicht, ob das Ding jetzt ist. Naja. 400 Meter von hier und dann nochmal 600 oder 650 Meter laufen. Ja. Also, 400 für... 200 pro Person. Ach doch, 200. Und Parken ist frei. Also bei Google Maps stand, Parken würde 100 Baht kosten. Aber die Dame sagte jetzt, Parken ist frei. Aber 200 Baht pro Person. 200 ist 5 Euro ungefähr. Wenn man den Wechselkurs immer so aufrundet. Besser zu merken. So, ab hier steige ich wieder auf, kurz hinter dem Overlaps Zone 1. Jetzt sollte es eigentlich hinhauen.